Hallo Leute, ich zeige euch heute, wie ihr bei eurer FortiGate den WAN-Port korrekt konfigurieren könnt. Standardmäßig ist dieser auf DHCP gestellt. Manchmal möchte man ja gerne PPP-Einwahl oder halt feste IP-Adresse einrichten. Wir gehen zunächst einfach auf den WAN-Port, der ist jetzt aktuell DHCP-basiert. Das heißt, ihr seht hier einmal ganz normal die DHCP-Konfiguration. Wenn ihr jetzt möchte, dass bestimmte Sachen einmal von extern erreichbar sind und die feste IP-Adresse setzen möchtet, ist Folgendes zu tun. Ihr habt hier drei Möglichkeiten. DHCP seht ihr schon, er kriegt automatisch eine IP-Adresse von unserem Gateway und hat dann auch hier einen DNS automatisch von unserem Gateway, in meinem Fall einer Fritzbox, vorhanden. Das heißt, hier muss an sich nichts eingestellt werden, wenn ihr DHCP nutzt. Wichtig ist halt, wenn ihr Portweiterleitung von der Fritzbox rüber macht, ist es eigentlich sinnvoll, eine feste IP-Adresse zu setzen. Das machen wir gleich. Dann habt ihr hier diese Auswahlmöglichkeiten. Hier ist auch wieder wichtig, wenn ihr möchtet, dass ihr zum Beispiel von extern auf der Firewall konfigurieren könnt, müsst ihr HTTPS aktivieren und HTTP wieder raus wegen Sicherheit. Der Part würde ich immer weglassen, genauso wie SSH, weil sonst könnte theoretisch jemand von extern auf das Gerät zugreifen. Deswegen das würde ich weglassen. Dann haben wir einmal PPEB. Hier ist es recht einfach. Bei PPE habt ihr die Zugangsdaten, bei der Telekom ist das irgendwas mit t-online-de, steht meistens auf eurem Zettel drauf und Passwort steht ebenfalls drauf auf eurem Zettel, den ihr vom Provider bekommen habt. Und dann macht er aber auch sowas ähnliches wie DHCP, nur halt per PPE-Einwahl. Und je nachdem, ob die feste oder dynamische IP-Adresse hat, ändert es sich oder bleibt gleich. Und dann gehen wir einmal auf manuell. Und das ist jetzt der Part, den ich häufiger nutze. Beim Normalfall hat man meistens eine Fritzbox, ein LAN-Com oder irgendeinen Router davor sitzen und hat da meistens einen Exposed Host eingerichtet. Das heißt, wir richten einmal hier die IP-Adresse ein. In meinem Fall soll die FortiGate die 2 bekommen. Und ihr seht schon, ihr könnt kein Gateway einstellen. Das ist natürlich kontraproduktiv. Bei zum Beispiel Sonic Wall Software ist das kein Ding. In dem Fall müsst ihr jetzt gleich eine statische Route erstellen. Erstmal haken wir alles an, was wir brauchen, klicken auf OK, Save. Weil aktuell würde jetzt keiner wissen, wo er hinkommen soll. Das heißt, wir machen folgendes. Wir gehen hier einmal auf Static Routes, gehen auf Create New. Der obere Part bleibt, das heißt, wir möchten gerne, dass das gesamte Internet über diesen Port geht, beziehungsweise über das Gateway. Später kann man dann nochmal gucken, wenn man mehrere WAN-Interfaces hat, ob man bestimmte Sachen wo verteilt, aber erstmal gilt es nur, wir möchten gerne Internet haben und in dem Fall würdet ihr jetzt einfach dort die 192.168.178.1, das ist nämlich das von der Fritzbox. Und ihr seht schon, er erkennt automatisch, dass das WAN-Interface in diesem Netz eine Adresse hat. Und ihr müsst eigentlich dann nur noch auf OK klicken und schon habt ihr eine statische Route erstellt. Das heißt, alles, was jetzt Internet ist, geht automatisch nach extern. Ja, das war schon gewesen. So richtet ihr den WAN-Anschluss korrekt ein. Bei Fragen unten in die Kommentare. Und verdammt hoch bin ich auch Freund. Dankeschön.